Vielleicht kennst du diese Situation. Du weißt genau, dass du in deinem Leben etwas ändern willst, ja regelrecht ändern musst. Und dennoch hast du oft mehr Fragen als rasche Antworten parat. Dir scheinen drei dicke, fette A's auf der Stirn geschrieben zu stehen, anders als andere. Wie kannst du damit umgehen? Wenn du einmal angefangen hast, dich selbst zu hinterfragen, dein Leben zu hinterfragen, in dich zu gehen und dir die Frage zu stellen, wer bin ich wirklich? Was passt zu mir? Dann hast du sicher schon die Erfahrung gemacht, dass du oft mehr Fragen hast als schnelle Antworten, die eine Lösung dir bringen würden. Und ganz schnell kommt dann auch dir vielleicht der Satz des alten Sokrates in den Sinn, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und egal in welchem Lebensbereich du Änderungen herbeiführen möchtest, ob es Arbeit und Finanzen sind, ob es Partnerschaft und Beziehungen sind, ob es deine Gesundheit ist, immer kommt dann als nächstes die Frage, selbst wenn du Ideen und Antworten hättest, ja, welche Auswirkungen hat das dann? Kann ich dann noch mit den Menschen, mit denen ich bisher immer so unterwegs war? Oder welche Folgen zieht das nach sich? Und du gerätst ins Grübeln und Grübeln und entfernst dich erstmal zumindest vom Handeln, bis du glasklare Antworten für dich gefunden hast. Wir alle als soziale Wesen befinden uns in sozialen Netzwerken. Und damit meine ich nicht Facebook, Instagram und Co, sondern Familie, Freunde, Partnerschaften, Kollegenkreise und so weiter. Und insofern, selbst wenn du inzwischen Lösungen für deine Lebensthemen gefunden hast, kommt immer die Frage auf, ja, was hat denn das, wenn ich jetzt mich in diese oder jene Richtung bewege, für Auswirkungen in meinem sozialen Kreis, im Kleinen wie im Größeren? Möglicherweise gehen Beziehungen zu Ende, lösen sich Freundeskreise auf oder du bewegst dich hinaus. Oder vielleicht gehörst du auch zu denen, die schon immer das Gefühl hatten, anders zu sein als andere. Also die mit den drei fetten A's auf der Stirn. Und ich weiß, wovon ich spreche. In früheren Jahrzehnten haben wir uns bemüht, irgendwie dazuzugehören. Einfach, weil das unser Menschsein ausmacht, irgendwo dazugehören zu können. Jedoch ist meine Wahrnehmung, und prüfe bitte für dich, inwieweit das für dich sich stimmig anfühlt, dass durch diese ganzen Energien des Wandels, die uns jetzt erreichen, für all diejenigen mit den drei A's auf der Stirn, die Chancen sehr gut sind, endlich in ihre Mitte zu kommen, ihren Herzensweg, ihren Seelenweg zu gehen und auch die Kraft dafür zu finden. Woran merkst du, dass du zu denen gehörst mit den drei A's? Bei mir fing das in der Studienzeit schon an. Oberflächlicher Smalltalk, vergiss es. Ich habe es teilweise, wenn es nicht anders ging, ertragen, aber ich fand es schon immer ätzend. Oder dieses Gefühl, mich zurückziehen zu müssen, um mich wieder aufzuladen, meine Batterien aufzuladen. Ich hatte vor längerem eine 8-jährige Zeit des mehr oder weniger krassen Rückzugs. Das heißt, ich war zwar anwesend, aber eigentlich auch wiederum nicht. Ich war in mir und habe mich mit mir selbst auseinandergesetzt. Hier darf jeder seinen Weg finden, ist zumindest meine Auffassung. Oder du merkst es auch daran, dass du häufiger das Gefühl hast, Nein sagen zu müssen oder zu wollen und vielleicht zunehmend den Mut findest, das auch zu tun.
Und ein weiteres Merkmal ist, dass andere dich aufgrund dessen, dass du deinen Weg gehst, dich mitunter für sehr stark halten. Aber wenn du im stillen Kämmerlein bist, dann überfällt es dich und du fühlst dich manchmal gar nicht so stark, wie du für andere wirkst, egal wie. Wenn du diese Merkmale bei dir spürst, dann weißt du, du gehörst in diese Gruppe hinein. Und nach meiner Auffassung ist es eine der Aufgaben genau der Menschen, die sich bisher so anders gefühlt haben, jetzt einfach mal in die Puschen zu kommen und ihren Weg zu gehen und damit auch zu zeigen, es ist möglich. Du brauchst ein bisschen Mut dazu. Na klar, wenn du dich aus Freundeskreisen löst oder wenn du dich gar aus deiner langjährigen Partnerschaft löst oder wenn du deinen Job fallen lässt und etwas tust, was mehr deinem Naturell, deinem wahren Seelenselbst, wie ich es nenne, entspricht. Lass uns jetzt noch darauf eingehen, was du tun kannst, wenn du nach Lösungen suchst und sie möglicherweise noch nicht gefunden hast oder aber, wenn du sie gefunden hast, aber noch nicht so richtig den Mut hast, loszugehen. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, mir hilft es dann immer, wenn ich irgendetwas tue, von dem ich genau weiß, dass es mir Freude bringt. Für mich ist das Spazieren gehen zum Beispiel, rausgehen in die Natur oder auch eine Runde tanzen hier zu Hause in meinem Wohnzimmer. Whatever. Als Botschaft für dich zum Abschluss dieses Videos habe ich 2 Karten gezogen aus dem Orakel Dein innerer Buddha. Und ich fand die so treffend, die muss ich dir zeigen. Mal gucken, ob das geht. Die erste Karte oder die wichtigste Karte, Achtsamkeit. Achtsamkeit ist das Herzstück, der Weg und das Leben selbst. Die Stimme deines Herzens, halte inne, beobachte und entwickle ein Bewusstsein für den Moment. Also im Hier und Jetzt sein. Und, das habe ich mir von Profikartenlegern abgeguckt, immer das, was unten drunter, unter dem Kartendeck, also die unterste Karte ist, die spielt auch noch eine Rolle, die will ich dir auch nicht vorenthalten. Diese. Wer es mit sich selbst aushält, hält alles aus. Viele schrecken davor zurück und wollen immer gleich wieder sich unter die Menge oder in die Ablenkungen stürzen, kenne ich auch. Jedoch hier mal mit sich selbst sein. Die Stimme des Herzens, verabrede dich mit dir selbst und lerne dich wirklich kennen. Das ist ein gutes Schlusswort, denke ich. Ich hoffe, du hast die eine oder andere Inspiration mitnehmen können. Ich wünsche dir eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.